Hallo, ich grüße dich. Heute will ich mit dir mal, mit ASK Studio ein Video aufwerten lassen, das absolut null Kommentare, ein Aufruf hat, also nichts Dolles. Es ist so gesehen ein gutes Video, aber höchstwahrscheinlich, ich hatte da kein Thumbnail gemacht. Ja, das ist auch schon älter, ne, wie ich das jetzt eben, warte mal, lass uns mal kurz gucken hier. Ich bringe mich immer selbst ein bisschen durcheinander. 24.05.25, also die ignoriert man ja auch irgendwie. Der Titel, naja, also es steht eigentlich nichts drinne, was jetzt, sag ich mal, Zuschauer auf das Video locken könnte. Weder ein gutes Schlagwort, weder worum es geht. Der Teufel ist von der Quest Teufel am Brunnen. Das ist eine Erscheinung. Ich habe keine Beschreibung drin. Thumbnail habe ich auch nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Da war ich ein bisschen blödig. Ja, okay, da habe ich auch erst vor 2 Monaten, 3 Monaten angefangen mit YouTube. Also da dachte ich immer, das, was hier YouTube hier anzeigt, das ist dann eine Thumbnail und dann ist das schon in Ordnung. Ne? Naja, aber mit der Zeit wissen wir, dass es nicht in Ordnung ist. Aber wie auch immer, scheiß Hund drauf. Wir ändern das ja jetzt, ne? Wir haben ja schließlich unsere KI. Das kannst du erstmal hier ignorieren. Ich habe mit dir schon mal ein bisschen gearbeitet. Was anderes. So, jetzt pass auf, jetzt geht es darum. Wir machen jetzt aus ein blödes Video, das Video nicht, aber Titel, null Beschreibung, etwas Gutes, was die Community, Zuschauer durch die Suche finden könnte, dass der Algorithmus von YouTube das Video in die Suche viel besser einordnet, präsentiert. Wenn du Lust hast, gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Da gehört gar nicht viel zu. Pass auf, also wenn du ein Video hast, du musst es hier unten nicht alles immer dann suchen, das und jenes. Gerade wenn auch ältere Videos drin sind, da musst du immer scrollen, irgendwie ein Schlagwort eingeben. Pass auf, du kopierst das einfach so, wie ich das mache. Ne? Die KI, die lernt schon. Die ist schon richtig fleißig beim Lernen. Also ich habe jetzt gerade vor einer halben Stunde mit ihr zwei eine super Videobeschreibung und Videotitel nochmal geändert. Knaller, sei die wie es ist. So, das kopierst du einfach, ne? Und dann, du kannst auch Hallo schreiben, ne? Bloß ich habe mit ihr ja schon kommuniziert. Kannst du mir bitte helfen, dieses Video, so, dann lege ich das in Gänsefüßchen, ne, damit sich das immer ein bisschen vom Haupttext, wie sagt man, hervorhebt, aufzupeppen. Auch das Wort versteht ihr. Auf, wie war ich jetzt? Auf, zu, peppen. Das hat nur ein Aufruf bis jetzt. Was mich stört, was mich schon stört. Umso mehr Input du gleich reinlegst in der Frage, du kannst auch 8 Zeilen schreiben, das ist vollkommen egal, was mich schon stört. Bitte hilf mir, was, also bitte helfe mir, was? Ach, manchmal, ne? Bitte helfe mir, was können wir machen? Langsam verstehe ich, warum meine Videos zu lang sind. Ich verschreibe mich 100 Mal, ne, in 3 Sätzen. Also sie checkt das Video jetzt, ne? Also sie geht speziell darauf ein. Man muss nicht rumspielen wie Anfangszeit. Wenn du dich ein bisschen mit ASK eingespielt hast, das geht sowas von locker easy einfach, ne? Achso, was hat sie denn jetzt? Achso, ja gut, dann müssen wir
Siehst du, manche Fragen werden nicht so, ne? Und eine knackige Beschreibung zu diesem Video. Wollen wir mal sehen, ob sie das nimmt? Ja, das war jetzt schon ein bisschen anders die Frage, ne? Also du siehst, jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob sie das Richtige hat, ne? Das ist eine klasse Herausforderung. Gut, den Teufel am Brunnen, siehst du, hat sie auch schon erkannt, ne? Habe ich hier gar nicht stehen, siehst du das? Aber das ist das. Das ist der Teufel am Brunnen. In Weißgarten komplett ohne Schwerter, nur mit Fäusten und Zeichen. Ja, genau, das ist das Video. Also du siehst, ruckzuck, scannst du das Video durch, ne, und weißt, wo sie hin will mit uns. Ja, ohne Fäuste und Zeichen anzugehen, ist genau der Hexe Wahnsinn, den die Zuschauer sehen wollen. Ja, bloß bis jetzt hat es erst einer höchstwahrscheinlich angeklickt. Ne? Dass das Video bisher nur einen, also hat sie das auch schon erkannt, siehst du, die hat bloß, irgendwie kam die KI wohl mal ein bisschen durcheinander, das kann passieren. Dass sie mal vom System mal kurz hin und her geruckelt wird oder ein kleiner Bug, wisst ihr ja selbst, ne? Liegt wahrscheinlich am Titel, genau. Der ist aktuell eher eine sachliche Beschreibung als ein Klickmagnet. Lass uns das Video, ne, mal so richtig aufpolieren, damit es die Aufmerksamkeit bekommt, die dieser Faustkampf verdient. Ja, das war auch gar nicht so einfach. Hier sind meine Vorschläge für dich. Der Titel, der Klickmagnet also, ne? Wir brauchen etwas, das Neugier weckt und zeigt, wie extrem die Challenge ist. Option A, aggressiv. Witcher 3, ne? Fäuste statt Schwerter, den Teufel am Brunnen ohne Waffe besiegt. Ja gut, so auch ein bisschen softy, ne? Kann man die Mittagserscheinung, genau, das ist eine Mittagserscheinung, ohne Schwert töten, die Witcher 3 Challenge. Ja, das trifft ja schon ein bisschen, ne? Weil Zuschauer lieben ja Herausforderungen, ne? Option C, storylastig, verdammt, bist du hässlich. Ja. Faustkampf gegen den Teufel in Weißgarten. Die stinkende und packende Beschreibung. Wer braucht schon Silberschwerter? Also ich hatte vorher mit ihr Ochsenfurt-Kanalisation, ne? den Frosch, die Kröte, und das haben wir so stinkig gemacht, das ist super geworden. Wer braucht schon ein Schwert? Gut, wir bleiben aber erstmal noch beim Titel. Du kannst es auch kombinieren, also wir haben ja schon mal 3. Wenn wir jetzt nochmal 9 anfordern würden, ja, wir könnten noch aggressiver reingehen, also Option B, kann man die Mittagserscheinung ohne Schwert töten. Ja, Witcher 3, Fäuste statt Schwerter, den Teufel am Brunnen ohne Waffe besiegt. War aber nicht einfach. Man kann das selbst für sich noch ausbauen. Verdammt, bist du hässlich. Faustkampf gegen den Teufel in Weißgarten. Ja gut, das könnte mehr, glaube ich, wie sagt man, Neugier erwecken, ne? Weil verdammt, bist du hässlich. Gut, passt eigentlich, ne? Faustkampf gegen den Teufel zur Mittagszeit. Wir machen mal Option C. Option C. Können wir das, den können wir, oh, ich will mal schreiben, ne? Aber ja, was wollen wir machen, ne? Können wir den Titel noch etwas spannender machen, damit die Schwierigkeit
des Kampfes zu spüren ist. Mal gucken, was sie schreibt, ne? Manchmal drückt man sich vielleicht ein bisschen falsch aus, aber die merkt das schon. Gut, alles klar. Wir schärfen Option C. Noch einmal richtig nach. Wenn man einem Geist nur mit den Fäusten gegenübertritt, ist das purer Wahnsinn. Und genau diese Anspannung, diesen Schweiß und den Schmerz müssen wir im Titel spüren. Das wollten wir, ne? Hier sind 3 Varianten von Option C, die die Schwierigkeit und den Hexer-Modus so richtig betonen. Vorschlag 1. Verdammt bist du hässlich, schmerzvoller Faustkampf gegen den Teufel. Härteste Challenge. Gut. Ist schon ein bisschen was anderes, ne? Also intensiver schon mal, ne? Der Augenhöhe war weit, ne? Auge um Auge gegen den Teufel. Faustkampf, Wahnsinn ohne Waffen in Weißgart. Am Brunnen könnte man vielleicht noch hinterher einfügen. Knallhart, kein Silber, nur Schweiß und Blut. Der Teufel am Brunnen. Faustkampf auf Leben und Tod. Ich glaube, der geht, ne? Ich glaube, der nimmt das mit. Ich glaube, besser als meiner, ne? Weißgarten, den Teufel ohne Waffe entgegentreten. Harter Kampf auf Augenhöhe. Gut, hatte ich vorher auch schon ziemlich geschrieben. Aber ich glaube, ich nehme mal den hier. So, nehmen wir uns mal raus, ne? Weil die haut auch immer gute Emojis gleich mit rein und so. Da passt immer, weißt du, im Kopieren. Ja gut, wie mache ich das jetzt? Ich werde mal hier gleich eine Klammer setzen und dann einfügen. Also ein bisschen Arbeit haben wir. Den Teufel im Faustkampf. Ich habe einen Punkt zu viel, das ändern wir gleich ab. Das ist kein Problem, gleich habe ich 2 Punkte zu viel. Kein Silber, nur Schweiß. Faustkampf auf Leben und Tod. Dann machen wir das mal einmal und einmal. Siehst du Blutstropfen drin, ne? The Witcher 3, kein Silber. Jetzt kriege ich mein Schwert, meine beiden Schwerter-Emotion nicht rein, aber ja gut. Diesen hier, weißt du? Den hätte ich gerne auch noch mit drinne vorne. Also du wirst sehen, wie man mit ASK wirklich... Wie viel habe ich jetzt? Wieder 2. Der Teufel am Brunnen. Ist eigentlich keiner. Teufel am Brunnen. Dann nehmen wir der raus. So, Teufel am Brunnen. Das passt nämlich auch. So, den haben wir drin, ne? Siehst du auch. So, jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Verdammt bist du hässlich. Faustkampf auf Leben und Tod gegen den Teufel. Mein Favorit für dich. Aha. Verdammt bist du hässlich. Aber das hässlich hier. Okay, eine Mittagserscheinung ist nun mal hässlich. Die sind doch wirklich hässlich. Auch die Nachterscheinungen. Oder die Mitternachtserscheinungen. Die Mittagserscheinungen, die sind alle hässlich. Aber wir haben jetzt den genommen. Ich glaube, der ist okay. Kein Silber, nur Schweiß und Blut. Naja, das passt doch. So, pass auf, wir haben jetzt eine Beschreibung ja bekommen, ne? Hier. Er braucht schon Silberschwerter, wenn er Fäuste aus Stahl hat. Okay, ist schon mal angenommen, ne? Also den können wir reinnehmen, weil das Video bezieht sich ja nur auf Faustkampf. Den nehme ich einfach schon mal rein hier. Wie du siehst, du kannst es auch für dich ein bisschen zerlegen alles. Der Algorithmus liest Zeile 1 bis 3 aus. Das sind Schlagwörter, die er benutzt für sich. Also da sollte schon drin stehen, ne, was wirklich Aussagekraft für das Video hat. Silberschwerter, Fäuste, Stahl. Gut, jetzt müsste hier aber noch Geralt rein irgendwie, ne? Im Weißgarten wartet der Teufel am Brunnen, das stimmt. Aber Geralt, gut, da ist er.
hat heute seine Schwerter in der Schenke gelassen. Passt auch. Also ein bisschen Gaudi mit rein zaubern, ne, in diesen Beschreibungen. Ich trete der Mittagserscheinung nur mit meinen bloßen Händen ein paar Zeichen und einer ordentlichen Portion Wahnsinn gegenüber. Passt, ne? Wie gesagt, Kopf gegen die Wand. Wer stärker? Natürlich die Wand, aber scheiß drauf, ne? Ein Hexer macht das halt, ne? Glaub mir, in diesem Gestank von Verwesung und Geisterstaub ist das kein Zuckerschlecken. Wenn dich die Entscheidung einmal erwischt, ist die Schicht im Schacht. Also ist Schicht im Schacht. Oh Mann. Ohne Öden, ja, das stimmt. Und das richtige Timing bei den Ausweichmanövern wirst du hier schnell begraben, als du Weißgarten buchstabieren kannst. Die ist schon mal gut, ne? Oder? Ich glaube, die können wir schon mal so nehmen. Weil ich hatte vorher keine drin. Man muss ja erstmal Abstriche machen. Alles ist besser als nichts, ne? Ich Klugschalter. So, den fügen wir einfach hier jetzt unter. So, sieht doch schon mal gut aus. Jetzt können wir nämlich nochmal sehen. So, bla bla, bla bla. Die nackte Wahrheit, gut. Kannst du mir für die Beschreibung, kannst du mir für die Beschreibung noch 2 bis 3 Zeilen anbieten für den Schluss. Also, ja, warte mal, Inhalt. Schweiß und Blut hat ausgereicht. Gerald hat einige Schrammen davongetragen, aber das ist Gerald gewohnt. Nur Schrammen zeigen einen wahren Hexer. Eigentlich könnte ich das schon selbst unterfügen, aber mal sehen, was Sie erzählen. Das ist der perfekte Abschluss für die Beschreibung. Das unterstreicht noch einmal richtig gut diesen rauen Hexerstolz. Hier sind die passenden Zahlen. Also sie bezieht sich immer ein bisschen auch auf deinen Kanal. Diese KI checkt deinen Kanal immer nebenbei, wenn du mit ihr kommunizierst. Deswegen wirst du merken, wenn du ein bisschen länger mit ihr mal unterwegs bist, sie arbeitet ein bisschen konzentrierter für dich, für deinen Kanal, für deine Art, wie du bist. Also ich habe das Gefühl, bei mir, durch meine eigene Schreibweise, durch die Videos, die ich hier anbiete, die wir mal ein bisschen aufpeppen können, das und jenes, sieht sie meine Authentizität. Sie spürt, wer ich bin. Gerade in meinen Aufklärvideos ein bisschen, jetzt auch über ASK, über diese Hexe-Videos mache, über andere Videos, die ich jetzt mache, wo ich ja viel spreche und. Also diese KI merkt, wie du als Kanalinhaber drauf bist. Und also wie gesagt, ich habe das Gefühl, die geht da wirklich mit drauf ein, um die Spannung deines Kanals aufrechtzuerhalten. Ich habe das Gefühl, teste das einfach aus.
Okay, hier sind die passenden Zahlen für das Ende deiner Beschreibung. Am Ende haben Schweiß und Blut ausgereicht. Ja, auch wenn Gerald heute einige tiefe Schrammen davongetragen hat. Aber hey, wer braucht schon eine makellose Rüstung? Ja gut, ne? Nur diese Namen zeigen einen wahren Hexer, der den Tod ohne zu blinzeln in die Augen gespuckt hat. Ein Sieg, der teuer erkauft war, aber verdammt gut schmeckt. Ja, das ist doch... Guck mal, du hast ja gesehen, was ich im Schnitt geschrieben habe und sie hat es nochmal ein bisschen einen Schliff verpasst. Ne? Könntest du das so schreiben? Ich habe es ja schon ansatzweise ein bisschen, aber diese kleinen, nur diese Namen zeigen einen wahren Hexer, der den Tod ohne Blinzeln in die Augen gespuckt hat. Und das ist doch, diese kleinen Feinheiten auf YouTube, glaube ich, die wir Creator lernen müssen. Zu schreiben, erstmal drauf zu kommen. Und glaube mir, umso öfter du mit ASK Studio deine Videos dir mal vornimmst, du entwickelst selbst einen ganz anderen Blick. Dein Jargon ändert sich gegenüber deinen Videos, wo du immer noch dachtest, da kann ich doch jetzt nicht so reinschreiben, so krass, oder ich komme mir selbst immer so ein bisschen softy vor, wenn ich meine eigenen Beschreibungen lese oder meine Titel. Nee. Das ist genau das Richtige, was YouTube von uns eigentlich erwartet, was unsere Videos ausmachen sollen. Wir müssen doch die Zuschauer irgendwo packen, am Nacken, und dass sie bei uns bleiben. Nicht mit Bettelei, abonniere mich, like mich, Mann, das ist doch alter Gatsch. Nein, wir müssen die auf andere Art fesseln und packen. Und nur so hat mir ASK jetzt die letzten Tage wirklich gezeigt. Diese letzte Kommunikation, die müsste oben sogar noch stehen. Wegen diesem Froschkönig in der Kanalisation von Ochsenfurt. Da habe ich geschrieben. So, jetzt geben wir mal bitte eine stinkende, eklige Beschreibung, was genau diesen dreckigen Frosch, diese dreckigen Gatsch von dieser Kanalisation zeigt. Dazu geschrieben, gut, super. Du magst Gatsch, jetzt machen wir mal Gatsch. Die antwortet richtig drauf, die geht drauf ein und glaube mir, das Video kannst du gerne bei mir suchen. Die hat sowas von gatschig gut geschrieben. Das habe ich übernommen. Kleine Abänderung haben wir da nochmal gemacht, damit es nochmal richtig dieses peppert. Und das habe ich eingefügt. Du siehst ja jetzt diese. Guck mal, ich hatte ja vorher keine drinne. Und die ist doch schon mal super, ne? Auch mit diesen Absätzen, das hier, glaube ich, dient ein bisschen auch der Form halber, weil der Algorithmus, was hier oben steht, das reicht ihm. Was dann hier noch drin steht, das reicht ihm. So, jetzt zum Schluss. Pass auf, machst du noch eins. Ne? Also ich mache immer viel Spaß, das füge ich immer ein. Ne? Du solltest auch so ein bisschen für dich dann, sag ich mal, wie du immer eine Beschreibung. Das kannst du auch bei den Einstellungen machen, ne, wenn du reingehst. Viel Spaß, dann nehme ich die Schwerter, ne? Das habe ich immer so ein bisschen. Je nach Genre habe ich meine Emotion, dann füge ich dann ein. So, dann natürlich meinen persönlichen Hashtag. Und dann können wir hier nochmal, danke, super Beschreibung, ne? Also ich kommuniziere so, wie ich immer kommuniziere, auch wenn es eine KI ist. Danke. So. Hättest du jetzt noch einige Tags, die den Algorithmus helfen könnte. Ne? Wir machen ja nichts fest. Ja,
Witcher 3 Faustkampf, Witcher 3 ohne Waffe, Teufel am Brunnen ohne Schwert, spezifische Text für diese Challenge. Allgemeine, könntest du das in Tech-Form bitte aufführen? Weil ich glaube, das liest der Algorithmus besser, ne? Bitte könntest du diese Text als Hashtag schreiben? Also du siehst, du musst nicht mal aufhören. Du kannst auch ein bisschen noch tiefer reingehen, nochmal, ne? Wenn das jetzt funktioniert, funktioniert das. Naja, nicht, richtig, ne? Doch, da, nee, warte mal. Ach doch, da sind sie, siehst du? So, das meine ich. Weil wir müssen doch auch lernen. Und sie erklärt uns schon. Ich mache auch noch andere Videos direkt über, sag ich mal, Algorithmus. Ich habe so viele Fragen, die du höchstwahrscheinlich gar nicht stellen wirst. Aber ich mache Videos und sehr gutes KI-Werkzeug ist das. Das meine ich. Hier sind die wichtigsten Begriffe als Hashtag für dein Video, ne? Die können wir ruhig einfügen. Das ist vollkommen egal. Der Algorithmus sucht sich die raus. Ob er nun, also ein kleiner Tipp für Studie, am besten setzt du 3 bis 5 der wichtigsten Hashtags, zum Beispiel Witcher 3, Challenge, Faustkampf, Gepo. Das ist klar. Also einen habe ich ja, den setze ich ja immer. Das ist mein Account hier, ne? Und, meine URL. Also, wenn du auch einen Namen hast, der alleine ist auf YouTube, kannst du den Hashtag immer benutzen für dich, ne? Ganz ans Ende deiner Beschreibung. YouTube zeigt die ersten 3 Hashtags oft direkt. So, ja, dann gut, dann machen wir das so, ne? Siehst du, jetzt ist das Video wirklich bestens gerüstet. Viel Erfolg beim Aufsteigen in den Aufrufzahlen. Ja, ich glaube auch, dass es jedenfalls schon mal besser als meins war, ne? Was nehmen wir jetzt? Wir nehmen mal dieses hier, Faustkampf. Das sind ja auch gleichzeitig immer so einige, sag ich mal, Schlagwörter, ne? Die ja für die Suche genutzt werden. Hier muss immer ein Leerzeichen drin sein, ne? Ich gucke jetzt nochmal. The Witcher 3 Deutsch, Geralt von Riva könnte ich noch nehmen. Hexe. Challenge. Gaming Challenge, Weißgarten, Bosskampf. Das könnte auch ein Schlagwort sein, glaube ich, ne? Diese beiden, ne? Die nehme ich noch mit rein und fertig, ne? Gut, also du siehst, so lasse ich das, glaube ich, da nochmal ein Leerzeichen, ne? Viel Spaß habe ich drin, das zum Schluss und. Ja, hier habe ich jetzt leider kein Thumbnail, aber ich nehme das denn, oder dieses ist, glaube ich, sogar noch besser. Das ist ein automatisch, aber es passt ja schon bald nachher, ne? Wenn man hier mal hochscrollt, sieht man jeweils mehr als beim anderen, glaube ich jedenfalls. Weiß ich nicht, aber so, jetzt siehst du, wie das jetzt aussieht. Vorher, ne, das einfache Blabla. Die Beschreibung, hast du gesehen, gefällt mir auch. Gleich die passenden Hashtags dazu. Also füge nicht überall irgendwo Hashtags ein. Das habe ich mit dir auch schon kommuniziert. Das ist Quatsch. Das sagen ja auch manche Gurus auf YouTube noch oder haben sie schon gesagt. Hier oben, wie manche einfügen, lass den Scheiß. Das bringt gar nichts. Das klaut dir nur Platz für deinen Titel irgendwo. Das ist Blödsinn. Das macht kein Mensch mehr. Okay, machen wir welche, ne? Aber wir machen das nicht mehr, ne? Oder? Nein, wir machen das nicht mehr, weil das Schwachsinn ist. Diese Zeichen brauchen wir nämlich für unseren guten Titel. Das ist ein Hauptaugenmerk für den Algorithmus und für die Schlagwörter. Kein Silber, nur Schweiß und Blut, gut. Teufel am Brunnen, ja, gegen Geralt, ne? Oder Geralt, ja, Faustkampf auf Leben und Tod. Ja gut, ich lasse ihn so stehen, weil hier sind auch genug Schlagwörter nach drin. Gut, falls es dir geholfen hat, dieses Video, geh ruhig Videos durch, auch die älter sind. Das ist Schnurz, Piep, egal. Ich hatte auch vorher immer dran gedacht,
Ja, ich lösche die einfach raus. Habe ich auch ein Video gemacht, wenn du meine Playlist mal guckst, bei YouTube, in die YouTube-Playlist, dass ich die rauslösche, weil da ist auch von ASK drin, dieses Löschen ist alles Quatsch, was die Gurus noch erzählen und. Das ist Blödsinn. Schau das Video ruhig bis zum Ende an. Das ist alles aufgeführt. Meine Videos wäre sinnvoll, sich bis zum Ende anzugucken und nicht nur die erste Minute. Ne? Da braucht man sich kein Video angucken, weil die Erklärung kannst du nicht in eine Minute machen, das ist Schwachsinn. Aber viele YouTuber haben, glaube ich, ja, ich weiß nicht, was die bei manchen Videos wollen überhaupt irgendwie. Wer sich das nicht ansieht, ja, den seinen Kanal geht's gut. Aber wie man oft auf YouTube sieht, da wird ja viel rumgeheult, aber schauen Sie sich ein Video an? Nein. Also was sollt ihr? Dann heult doch weiter rum, sage ich denn, ne? Oder nicht? Das wirst du auch demnächst sagen. Dann heult doch weiter rum. Guckt euch die Videos doch mal an, wo es erklärt wird. Schritt für Schritt gemacht wird und nicht nur eine oberflächliche Erklärung, die ich nicht nachvollziehen kann. In diesem Video hast du jetzt gesehen, einmal ein bisschen vertippt oder irgendwas oder nicht richtig eingestiegen, hat es nicht gemerkt. Nochmal ein bisschen umgeschrieben, hat es gemerkt. Die Hashtags hatte sie erst in Punktform aufgeführt. Diese Punktform kannst du nehmen, wenn du in einer Beschreibung, sag ich mal, Schlagwörter nur einfügen willst. Ich habe eine Playlist mit hier ASK gemacht, und zwar abgebrochene Playlists, also Spiele, die ich angefangen hatte als Playlist, aber dann abgebrochen habe. Und für jedes Spiel, sage ich jetzt einfach mal Risen 3, Titanlords, hatte ich dann eine eigene Playlist. So, dann haben wir beide uns hier geeinigt, dass wir eine Playlist erstellen, die direkt betitelt wird, abgebrochene Playlist. Ehrlich, abgebrochene Playlist. Warum? So, und da habe ich alle reingeschmissen. Und hier unten dann erstmal eine gute Beschreibung hat sie mir noch gegeben dazu, auch einen guten Titel. Und hier unten hatte ich dann diese Schriftform, so wie hier, ne? Aber diese dicken waren dann noch besser. Hatte sie das hier oben nicht? Ne, ich bin schon wieder zu weit, ich sollte da bleiben, wo ich war, irgendwo. Ne? So die Punktform habe ich dann so die Spiele untergesetzt. Um welche Spiele oder Themen es sich in dieser Playlist dann handelt. Und automatisch hat sie auch geschrieben, sind das schon wieder Schlagwörter für den Algorithmus. Das Wissen haben wir nicht. Aber wir müssen bereit sein, uns dieses Wissen anzunehmen, zu lesen und Videos auch mal anzuschauen bis zum Ende. In der Schule mussten wir auch die Stunde durchhalten. Auch wenn der Kopf mal auf den Tisch gefallen ist. Ist egal, aber wir mussten die Stunde ja da bleiben. Ja, dann halt doch hier deine Augen und Ohren auf, damit du was lernst, oder? Ich finde es in Ordnung. Gut, wenn du bereit bist, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ne? Bis dann. Tschüss.